Er fliegt. Seit 10 Monaten. Ohne einmal zu landen. Er schläft in der Luft. Er frisst in der Luft. Er trinkt in der Luft. Er paart sich in der Luft. Sein ganzes Leben findet über dem Boden statt. Und wenn er je auf dem Boden landet, kann er nicht mehr aufstehen. Wissenschaftler der Universität Lund in Schweden haben 2016 bewiesen, dieser Vogel ist das ausdauerndste fliegende Tier, das jemals auf diesem Planeten existiert hat. Aber das ist noch nicht das Erstaunlichste. Aber zuerst eine Frage an dich. Wie viele Stunden schläft der Mauersegler pro Tag im Flug? Schreib deine Antwort in die Kommentare. Ich verrate die genaue Antwort am Ende dieses Videos. Willkommen bei Vogelwunder, wo wir täglich die unglaublichsten Geheimnisse der Vogelwelt aufdecken. Alle Fakten in diesem Video basieren auf echten wissenschaftlichen Studien. Am Ende dieses Videos wirst du verstehen, warum Wissenschaftler sagen, dass der Mauersegler die Evolution des Fliegens auf ein Niveau gebracht hat, das kein anderes Tier jemals erreicht hat. Und in den nächsten 2 Minuten zeige ich dir, wie dieser Vogel physisch überhaupt möglich ist. Der Mauersegler, wissenschaftlich Apus apus, lebt in ganz Deutschland, in Berlin, Hamburg, München, in jeder Stadt, an jeder Hauswand. Sein Name bedeutet wörtlich Mauersegeln, gleiten an Mauern, denn er nistet in den Wänden unserer Gebäude, in Ritzen und Spalten, hoch oben, weit weg vom Boden. Sein lateinischer Name Apus bedeutet sogar ohne Füße, denn die alten Römer glaubten, dieser Vogel habe gar keine Beine, weil er niemals landet. Und sie lagen nicht völlig falsch. Der Mauersegler hat zwar Beine, aber sie sind so kurz und so schwach, dass er sich damit nur an vertikalen Wänden festhalten kann. Auf einem flachen Untergrund ist er hilflos. Er kann nicht laufen, nicht hüpfen, nicht abheben. Wenn ein Mauersegler je auf den Boden fällt und keine Erhöhung findet, stirbt er. Sein ganzer Körper ist auf ein einziges Ziel optimiert: permanentes Fliegen. Und dieser Körper ist ein Wunderwerk der Evolution. Seine Flügel sind sichelförmig, schmal, lang, aerodynamisch, perfekt. In der Luft erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 111 Kilometern pro Stunde. Das macht ihn zum schnellsten Vogel im normalen Horizontalflug der Welt. In einem einzigen Jahr legt ein Mauersegler bis zu 200.000 Kilometer zurück. Das entspricht 5-mal dem Umfang der Erde. Aber hier ist das Verrückte daran: dieser Mauersegler fliegt gerade über deiner Stadt. Während du dieses Video schaust, kreisen Mauersegler hoch über den Dächern von Berlin, Hamburg und München. Sie fressen, trinken und schlafen direkt über deinem Kopf. Und du weißt es nicht einmal. Aber wie schläft ein Vogel, der niemals landet? Diese Frage hat Wissenschaftler jahrzehntelang beschäftigt. Und die Antwort, die sie gefunden haben, hat die Neurowissenschaft erschüttert. Forscher der Universität Lund in Schweden haben Mauersegler mit winzigen Dataloggern ausgestattet und ihre Gehirnaktivität während des Fluges gemessen. Was sie entdeckten, war unglaublich. Der Mauersegler schläft mit nur einer Gehirnhälfte gleichzeitig. Während eine Hälfte des Gehirns schläft, bleibt die andere wach und kontrolliert den Flug. Dann wechseln sie, die schlafende Hälfte erwacht, die Wache schläft. Dieses Phänomen nennt sich unihemisphärischer Schlaf und es erlaubt dem Mauersegler, in der Luft zu schlafen, ohne auch nur einen Zentimeter Höhe zu verlieren. Er schläft buchstäblich im Fliegen, automatisch, präzise, perfekt. Und das ist noch nicht alles. Mauersegler fressen ausschließlich in der Luft. Sie ernähren sich von winzigen fliegenden Insekten und Spinnen, die durch den Wind in große Höhen getragen werden, sogenanntes Luftplankton. Mit ihrem weit geöffneten Schnabel fliegen sie durch diese unsichtbaren Wolken aus Insekten und fangen Hunderte pro Stunde, ohne jemals anzuhalten, ohne jemals zu landen. Dieser Vogel, den wir täglich sehen, dessen Schrei wir jeden Sommer hören, führt ein Leben, das wir uns kaum vorstellen können. Er ist nicht an die Erde gebunden wie wir. Er lebt in einer anderen Welt, der Welt der Luft. Und er hat diese Welt vollständiger besetzt als jedes andere Lebewesen.
Aber wir haben ihm fast alles genommen. In den letzten 20 Jahren ist die Mauerseglerpopulation in Deutschland um über 20% eingebrochen. Der Grund ist erschreckend einfach. Wir renovieren unsere Häuser. Moderne Gebäudedämmung und Fassadensanierungen verschließen die Spalten und Ritzen, in denen Mauersegler seit Jahrhunderten nisten. Ein Vogel, der 10 Monate in der Luft verbringt und dabei 200.000 Kilometer fliegt. Er scheitert an einer neuen Schicht Styropor an unseren Hauswänden. Mauersegler sind ihrem Geburtsort extrem treu. Sie kehren jedes Jahr an exakt dieselbe Nistspalte zurück, manchmal über Jahrzehnte hinweg. Wenn diese Spalte durch Renovierungsarbeiten verschlossen ist, finden sie kein alternatives Nest mehr rechtzeitig. Sie kommen aus Afrika zurück nach einem 10-monatigen Non-Stop-Flug und ihre Heimat existiert nicht mehr. Junge Mauersegler, die noch nie gebrütet haben, verbringen ihre ersten 2 bis 3 Lebensjahre vollständig in der Luft. Sie landen kein einziges Mal, bis sie alt genug sind, um selbst zu brüten. Und jetzt? Die Antwort auf meine Frage vom Anfang. Wie viele Stunden schläft der Mauersegler pro Tag im Flug? Die Antwort ist zwischen 30 Minuten und maximal 3 Stunden, verteilt auf viele kurze Schlafphasen über den Tag und die Nacht. Zum Vergleich: Ein Mensch braucht 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht. Der Mauersegler kommt mit einem Bruchteil davon aus, während er gleichzeitig mit ca. 11 Stundenkilometern durch die Luft rast. Wer es gewusst hat, schreibe es jetzt in die Kommentare. Der Mauersegler ist nicht einfach ein Vogel. Er ist der lebende Beweis dafür, dass Evolution keine Grenzen kennt, dass das Leben jeden Lebensraum besetzt, jeden Extrempunkt ausreizt, jede Möglichkeit nutzt. Er hat die Luft vollständiger bewohnt als jedes andere Tier der Geschichte. Er schläft dort, frisst dort, liebt dort, lebt dort. Und er tut das alles in den Lüften über unseren Städten unsichtbar, lautlos, perfekt, außer wenn er seinen charakteristischen, schrillen Schrei aussetzt, der jeden deutschen Sommer begleitet. Aber es gibt einen Vogel, der noch extremer ist, der noch länger fliegt, der noch weiter reist, der die gesamte Erde in einem einzigen Jahr umrundet. Einen Vogel, dessen Reise selbst Wissenschaftler zum Schweigen bringt. Im nächsten Video zeige ich euch diesen Vogel und ich verspreche euch, ihr werdet die Welt danach mit anderen Augen sehen. Wenn du kein Video verpassen möchtest, abonniere Vogelwunder jetzt, es kostet dich nichts. Das nächste Video erscheint morgen. Bis dahin bei Vogelwunder.